Sabbath. Guten Morgen und einen richtig schönen Sabbat an alle. Aren't we blessed to get to rest this day? Ist es nicht wunderbar, dass wir heute zur Ruhe kommen können? Thank you for coming. Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Have you ever wished the sun wouldn't come up in the morning? Hast du dir jemals gewünscht, dass die Sonne am Morgen nicht aufgeht? Wished that you could just sleep and sleep and sleep? Hast du dir gewünscht, dass du nur schlafen und schlafen und schlafen könntest? Wished you didn't have to see a new day? Hast du dir gewünscht, dass du nicht einen neuen Tag sehen müsstest? I have. Ich habe das. But the sun came up anyway. Aber die Sonne ist trotzdem aufgegangen. And it kept coming up every day. Und jeden Tag ist die Sonne aufs Neue aufgegangen. In Malachi 4 it says, "But to you that fear my name, the Son of Righteousness arises with healing in his wings." In Malachi 4, ich muss mal eben das aufschlagen, Malachi 4, Vers 2 steht, im Deutschen ist es ein bisschen anders. Okay, 3, Vers 20, Dankeschön. Da steht, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. And God did. Und das hat Gott in meinem Leben getan. Everyone has a story. Jeder von uns hat eine Geschichte. You have stories. Ihr habt eine Geschichte. I hope I get to hear some of your stories. Vielleicht kann ich auch einige eurer Geschichten hören. Even if you've only known God a little bit, Vielleicht, selbst wenn du Gott nur so ein bisschen kennst, you still have a story of how God has worked in your life. hast du trotzdem eine Geschichte, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat. So today I'm just going to tell you a little of how God has worked in my life. Heute möchte ich euch nur ein bisschen davon erzählen, wie Gott in meinem eigenen Leben gewirkt hat. When I was young and looking forward to life, Als ich jung war und mich aufs Leben gefreut habe, I always thought life was going to be good. habe ich immer gedacht, das Leben wird gut werden. I never thought about hard times coming. Ich habe niemals darüber nachgedacht, dass auch Schwierigkeiten kommen können. I never imagined there would be financial troubles. Ich habe niemals darüber nachgedacht, dass es vielleicht auch finanzielle Probleme geben könnte. I never imagined I would have any pain with my children. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals Schmerzen mit meinen Kindern haben würde. I never imagined disease or death. Ich habe niemals über Krankheiten oder Tod nachgedacht. When you're young, life is good before you. Wenn du ein Kind bist, wenn du jung bist, ist das Leben toll. And now that I'm much older, I look back and see God's leading in so many ways. Und jetzt, wo ich älter bin und zurückschaue, kann ich sehen, wie Gott auf so viele Art und Weise in meinem Leben gewirkt hat. I think anyone living on earth has pain. Ich glaube, dass jeder, der auf dieser Erde lebt, Schmerz erlebt. And life doesn't turn out the way we think it will. Und das Leben zeigt sich in der Regel anders, als wir uns vorgestellt haben, dass es sein würde. And we all have dark times. Und wir haben alle dunkle Momente, dunkle Zeiten. But the sun still comes up. Aber die Sonne geht dennoch auf. And we find that God is here. Und wir finden heraus, dass Gott da ist. And we find that he helps us. Und wir finden auch heraus, dass er uns hilft. I grew up in a Christian home. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. I was taught that God is real and that he loves me. Also man hat mir beigebracht, dass es Gott wirklich gibt und dass er mich lieb hat. My parents read the Bible to us. Meine Eltern haben mir die Bibel aus der Bibel vorgelesen. But when I was a teenager, I rebelled against everything that I had learned. Aber als ich ein Teenager war, habe ich gegen alles rebelliert, was ich gelernt habe. I purposely did things that were wrong. Ich habe mit Absicht Sachen gemacht, die falsch waren. But you know, my parents loved me anyway. Aber meine Eltern haben mich trotzdem geliebt. They showed me that God loves me anyway. Die haben mir gezeigt, dass Gott mich liebt, auch wenn ich rebellisch bin. They kept praying for me. Die haben weiter für mich gebetet. And one day, an evangelist came to my school. Und eines Tages ist ein Evangelist, also jemand, der von Gott erzählt, zu meiner Schule gekommen. When I came into school to hear him talk, I looked up at God and I said, "Don't think you're going to get me this time." Und als ich wusste, er wird über Gott erzählen, und dachte ich, mich kriegst du diesmal nicht. But you know, all week the evangelist talked about how much God loves us.
Aber weißt du, die ganze Woche hat dieser Evangelist, also der über Gott gesprochen hat, mir erzählt, wie sehr Gott uns lieb hat. He talked about how Jesus was willing to die in my place. Und er hat davon erzählt, dass Jesus bereit ist, für mich, ganz allein für mich zu sterben. And I began to see how ugly my rebellion was. Und plötzlich ist mir bewusst geworden, wie hässlich meine Rebellion eigentlich war. And I also saw how God loved me anyway. Und ich habe aber gleichzeitig gesehen, wie Gott mich trotzdem lieb hat. I heard God loves you all my life. Ich habe mein ganzes Leben lang gehört, dass Gott mich lieb hat. But when I was sitting there listening to that preacher talk, Aber als ich dort saß und zugehört habe, wie dieser Prediger da über Gott gepredigt hat, I heard that God likes me. dann habe ich gehört, dass er mich lieb hat. Even as I was in rebellion, God liked me. Auch in meiner Rebellion hat Gott mich lieb gehabt. Er hat mich immer lieb gehabt, immer. And I couldn't help but love him back. Und plötzlich konnte ich nicht anders, als ihn einfach nur zurücklieben. And my life was changed. Und mein Leben hat sich dadurch verändert. I was 17 years old. Damals war ich 17 Jahre alt. I knew I was loved. You knew you were? I knew I was Also, loved. ich wusste, dass ich geliebt bin. And I wanted everyone else to know that God loves them. Und ich wollte, dass jeder andere Mensch versteht, dass Gott ihn lieb hat. I went to school and I wanted to have a career where I could help people. Ich bin zur Schule gegangen und ich wollte gerne irgendeine Ausbildung machen, mit der ich Menschen helfen könnte. I got a degree in marriage counseling. Und deswegen habe ich einen Abschluss in Eheberatung gemacht. But I didn't end up doing what I thought I was going to do in life. Aber ich habe das nicht gemacht. Mein Leben ist anders verlaufen. How many of you are doing what you thought you were going to do in Wie viele life? von euch machen das, von dem sie gedacht haben, das würden sie in meinem Leben machen? No one. Einer. One. God has plans for us, and they're good plans. Gott hat Pläne für uns und das sind gute Pläne. God gave me a husband who loved him with all his heart. Gott hat mir einen Ehemann gegeben, der that loved God with all his heart, der Jesus von ganzem Herzen lieb gehabt hat. He painted pictures for a living. Der hat Bilder gemalt. Das kannst du unternehmen. Die Tafel rein. Ja. Also, He was an probieren wir es jetzt artist. mal. Mein Mann war ein Künstler. But he loved evangelism more than anything. Aber darüber hinaus war er total begeistert davon, als Evangelist zu arbeiten, also als jemand, der von Menschen von Gott erzählt. Das hat er total geliebt. So he put together Bible studies using visuals. Und er hat also Bibelstudien zusammengesetzt und hat dafür Zeichnungen und also visuelle Sachen zusammengestellt dafür. And then God gave him places to share his studies. Und dann hat Gott ihm halt Möglichkeiten gegeben, wo er seine Studien und seine Kunstsachen ausstellen konnte. And pretty soon we were traveling all the time. Und plötzlich sind wir die ganze Zeit rumgereist. When we had 2 small children, we moved into a trailer. Als wir 2 kleine Kinder hatten, sind wir in einen Wohnwagen gezogen. Because that way, when we traveled to churches, we didn't have to stay in somebody's house. Und wenn wir dann also zu irgendwelchen Gemeinden gefahren sind, um die Vorträge zu halten, brauchten wir dann nicht im Haus von irgendjemandem wohnen, sondern hatten unser eigenes Zuhause, unseren Wohnwagen. I didn't really want to live in a trailer. Eigentlich hatte ich nie vorgehabt, in einem Wohnwagen zu wohnen. I wanted a house and a yard and the same church every Sabbath. Ich wollte gern ein Haus haben und einen Garten und in die gleiche Gemeinde jeden Sabbat gehen. But God has other plans. Aber Gott hat andere Pläne. So I said, okay, God, if you want me to live in a trailer, get me a big one. Habe zu Gott gesagt, okay, wenn ich schon in einem Wohnwagen wohnen soll, dann bitte gib mir einen großen Wohnwagen. We looked at the big ones, but they cost way too much. Wir haben uns große angeschaut, aber die waren viel zu teuer. So some friends had one for sale. Und dann gab es einige Freunde von uns, die hatten halt einen Wohnwagen zum Verkauf. And the price was right. Und der Preis stimmte. So I said, okay, God, if you want me to live in a trailer, you make me content. Ich habe gesagt, okay Gott, wenn du willst, dass ich in einem Wohnwagen wohne, dann musst du mich zufrieden damit machen. Also muss ich nun das so machen, dass ich damit zufrieden bin. So we moved into that trailer immediately. Wir sind also unmittelbar in diesen Wohnwagen gezogen.
And God made me perfectly content for 3.5 years. Und Gott hat mich total zufrieden gemacht. Ich war für 3,5 Jahre total zufrieden. We had 2 little boys when we moved in, Wir hatten 2 kleine Jungs, als wir dort reingezogen sind. and we had 4 children when we moved out. Und wir hatten 4 Kinder, als wir ausgezogen sind. And we all fit. Und irgendwie haben wir da alle reingepasst. I used to think, I'm going to look back and wonder how we did this. Und ich habe damals gedacht, ich werde sicher mal zurückschauen und mich fragen, wie haben wir denn das hingekriegt? But God made us happy there. Aber Gott hat uns dort sehr glücklich gemacht. I didn't miss any of my stuff from a big house. Ich habe nichts, aber auch gar nichts vermisst von Sachen, die ich im großen Haus hatte. And we were happy. Wir waren glücklich. Then God moved us out of the trailer into a little house. Dann hat Gott uns aus diesem Wohnwagen in ein kleines Haus umgezogen. And I'm still there today. Und da lebe ich heute auch noch. You never know what God's plans are for Man you. weiß halt nie, was Gottes Pläne sind. While my husband was doing evangelism, Also während mein Mann halt so Evangelisationsarbeit gemacht hat, someone gave him a book about Sabbath history. hat jemand ihm ein Buch gegeben über die Geschichte des Sabbats. I know that the people in the Bible kept the Sabbath, Also ich wusste ja, dass die Menschen in der Bibel den Sabbat gehalten hatten. Das wusste ich. and I knew that Seventh-day Adventists keep Sabbath. Und ich wusste auch, dass 7-Tags-Adventisten den Sabbat halten. I was raised going to church on Sabbath, Ich bin halt so groß geworden, dass ich am Sabbat in den Gottesdienst gegangen bin. but I didn't know that God always had people who loved his Sabbath. Aber ich wusste nicht, dass es immer Menschen gegeben hat, die den Sabbat gehalten und gefeiert haben. I didn't know that part of the schism between the Roman Church and the Greek Church was about Sabbath. Ich wusste damals nicht, dass ein Teil der Spaltung zwischen der römischen und der griechischen Kirche um das Thema des Sabbats handelte. You know, the Roman Church made a law that everyone had to fast on Sabbath. Die Römer haben ein eigenartiges Gesetz verabschiedet, dass jeder am Sabbat fasten sollte. The Greeks said, no, Sabbath is a festival day. We can't fast on Sabbath. Und die Griechen sagten, nee, der Sabbat ist doch ein Festtag, da haben wir eine Party. So the Pope excommunicated the Greek patriarch, Also dann hat der römische Papst hat den griechischen Patriarchen exkommuniziert and the patriarch excommunicated the Pope. und der Patriarch hat den Papst exkommuniziert. And for 1,000 years, there was a schism between them. Und für 1000 Jahre gab es eine Spaltung zwischen den beiden. There's more to the story, but that was part of it. Die Geschichte ist natürlich viel länger und umfassender, aber das ist ein Teil davon. I didn't know that there were Sabbath-keeping Anabaptists right here in Germany. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es sabbathaltende Anabaptisten hier in Deutschland gab. There are many stories I had never heard. Es gab viele Geschichten, von denen ich noch nie was gehört hatte. And when we began studying that and sharing it, it was new to everybody else too. Und als wir das studiert haben und mit anderen geteilt haben, dann war das etwas total Neues für auch andere. Die hatten sowas auch noch nie gehört. So my husband wanted to produce a documentary tracing the history of the Sabbath and Sunday. Und deswegen wollte mein Ehemann so eine Dokumentationsserie produzieren, wo er die Geschichte des Sabbats aufzeigt. He began praying for $1 million. Er hat für $1 Million gebetet. And I'm like, why do we need $1 million? Und dann habe ich gesagt, wofür brauchen wir denn $1 Million? That's a lot of money. Das ist viel Geld. And he began researching and traveling. Und dann hat er angefangen, halt Forschung zu betreiben und ist viel rumgereist. And God began providing money. Und Gott hat aber für Geld gesorgt. He provided money for equipment. Er hat Geld besorgt, damit wir die Ausrüstung uns anschaffen konnten. And for travel. Und auch Geld für die Reisen. And God opened the door to places where we couldn't go before. Und Gott hat auch die Türen geöffnet, damit wir in Gegenden reisen konnten, wo man eigentlich nicht hin durfte. There were Sabbath keepers in China Es gab sabbathaltende Christen in China many centuries ago. vor vielen Jahrhunderten. So Jim wanted to go to China. Deswegen wollte Jim, also ihr Mann, nach China reisen. He told our travel agent, Er hat unserem Reisebüro gesagt, remember, this is back in the 80s when you couldn't travel to China. Americans couldn't travel to also China. denkt dran, das war in den 80er Jahren, das war zu der Zeit, wo zumindest Amerikaner nicht nach China einreisen durften.
He said, as soon as you can get me into China, let me know. Und er hat zum Reisebüro gesagt, sobald sich die Tür öffnet, dass ich nach China einreisen kann, sag mir bitte sofort Bescheid. So the travel agent called one day. Dann hat also das Reisebüro eines Tages angerufen. He said, there's a tour going across China to all the places you want to go. Und dann sagt er, es gibt eine Reiseroute, die auch durch China führt, zu all den Punkten, zu denen du eigentlich hin möchtest. So, shall I reserve you a spot? Soll ich dir vielleicht einen Platz reservieren? He said, reserve us 4 places. Habe ich gesagt, bitte reserviere 4 Plätze. We had no money for this. Wir hatten 0 Geld dafür. Jim was an artist. You know Er war what that ein means. Künstler. Künstler haben nicht viel Geld. So, the day came when he had to put the first payment of $1,400. Der Tag kam, an dem er das erste Deposit, wie heißt es? Die erste Anzahlung machen musste. Er musste $1.400 hinlegen. We prayed. Wir haben gebetet. During the morning, a man came to visit the studio. Am Morgen kam ein Mann zu uns, der das Studio besucht hat. A man we didn't know. Ein Mann, den wir gar nicht kannten. He says, I heard about your project. Tell me a little more. Er hat gesagt, ich habe von eurem Projekt erfahren. Erzähl mir doch ein bisschen mehr dazu. Jim explained his dream of a documentary about the Sabbath. Und da sagte Jim, ich habe einen Traum, ich möchte gerne eine Dokumentation über den Sabbat herstellen. The man left, but he came back a little while later. Der Mann ist dann weggegangen, aber kam nach kurzer Zeit wieder. He pulled out a roll of money from his pocket, Dann hat er so ein Bündel mit Geld aus seiner Tasche gezogen. $2,000. $2.000. We drove to the travel agent, gave him the money. Wir sind also zum Reisebüro gefahren und haben ihm das Geld hingelegt. And I watched God do that over and over again. Und ich habe das immer und immer wieder gesehen, wie Gott das gemacht hat. Jim and the boys had a trip planned to Alaska. Jim, mein Vater und die 2 ältesten Söhne hatten eine Reise nach Alaska geplant. There was a Sabbath story in Alaska from the mid-1800s. Es gab eine besondere Geschichte in Alaska aus den Mitte 1800. Jahrhundert. Way up north of the Arctic Circle. Also, once again? Way up above the Arctic Circle. Noch nördlicher vom Nordpolarkreis, danke. A little native boy heard a voice. Da war es ein kleiner Ureinwohner, der eine Stimme gehört hat. He thought it was birds, Er dachte zuerst, dass das Vögel waren. but then he began to understand words. Aber plötzlich hat er dann verstanden, dass es hier Worte sind, die gesprochen And werden. the words were teaching him about the father Und die Worte haben ihm irgendwas über den Vater erzählt. and about the older brother. Und über den älteren Bruder. His name was Manilak. Sein Name war Manilak. When Manilak got a little older, he began to tell his people what he was hearing. Und als er ein bisschen älter war, hat er seinem Volk, seinem Stamm erzählt, was er gehört hat. They lived in a culture that was ruled by the shamans. Der lebte in einer Kultur, die von den Schamanen dominiert war. The people lived in constant fear. Die Leute hatten ständig Angst. You can't scrape your skins on this day, and you can't eat blueberries and this kind of food together. Also du kannst zum Beispiel die Haut nicht dort abreiben und du kannst nicht Blaubeeren an dem Tag essen und du kannst verschiedene Sachen nicht zusammen machen. When a woman gave birth, she had to stay in a little hut for 6 weeks with nobody with her. Wenn eine Frau entbunden hatte, musste sie ganz alleine in einer Hütte für 6 Wochen leben. Kein Mensch durfte sie besuchen. There are many kinds of hard rules. Es gab eine ganze Menge ganz harte Regeln. But Manilak began to tell them about a kind father. Aber Manilak hat angefangen, ihnen von einem liebevollen Vater zu berichten. He told them about people with white skin that were going to come. Und er erzählte ihnen, dass es Menschen mit einer weißen Haut geben würde, die eines Tages kommen würden. He said they'll come paddling, they'll come through the air in boats that don't have to be paddled. Er sagte, die werden zu uns kommen in Booten, die nicht mit einem Ruder vorangetrieben werden. They'll teach you about being clean. Die werden dir erzählen, wie du sauber sein kannst. He told them about the power of the Father. Und er erzählte ihnen von der Kraft des Vaters. He scraped the skin on the wrong day to show them that the Father had more power than the shamans. Er hat seine Haut abgerubbelt am verkehrten Tag, um ihnen zu zeigen, dass der Vater im Himmel mehr Macht hatte. When the shamans tried to kill him, Als die Schamanen versucht haben, ihn umzubringen,
His house was surrounded by a white light and they couldn't get through. Da ist sein Haus von einem weißen Licht umstellt worden und die Schamanen die Leute konnten nicht in das Haus reinkommen. Menelik taught his people about seventh day resting. Er hat auch seinem Volk erzählt, dass man am Sabbat, am 7. Tag ruhen soll. They had no weekly cycle in their culture. Die hatten keinen wöchentlichen Zyklus in ihrer Kultur. So every seventh day he put a pole up with a flag on it. Und jeden 7. Tag hat er deswegen einen Mast mit einer Flagge aufgestellt. He said, on this day you don't have to work. Er sagte, an diesem Tag braucht ihr nicht zu arbeiten. This day you can come to visit me and I'll tell you about the Father. An diesem Tag könnt ihr zu mir kommen, mich besuchen und ich erzähle euch vom Vater. He told them about a beautiful city that was going to come down from heaven. Er erzählt ihnen von einer wunderschönen Stadt, die vom Himmel runterkommen würde. And a special fruit they were going to eat. Und eine besondere Frucht, die sie essen würden. He told them that Jesus died for them. Und er erzählte ihnen, dass Jesus für sie gestorben ist. And the people believed he was a prophet. Und die Menschen haben geglaubt, dass dieser Menelik ein Prophet war. And to this day, people wait for the last of his prophecies to be fulfilled. Und bis zum heutigen Tage erwarten die Leute dort, dass die letzte der Prophezeiung, dass die Stadt runterkommt, dass Jesus wiederkommt, sich erfüllen wird. So my husband went to Alaska to interview people about that story. Also mein Mann ist also nach Alaska geflogen, um Menschen zu interviewen, um mehr von dieser Geschichte zu erfahren. He had enough miles for 2 free tickets. Er hatte genügend Flugmeilen, sodass er noch 2 freie Flugtickets hatte. So our 2 oldest sons got to go. Deswegen durften unsere 2 ältesten Söhne mitfliegen. Tony was 13 and Joey was 11. Tony war 13 Jahre alt und the other one was? 11. No, what's his name? Oh, Joey. Joey. Also der andere war der eine 13, der andere 11 Jahre alt. They were very excited because they loved outdoor things. Oh, die waren total begeistert, denn die mochten gerne Sachen draußen in der Natur machen. And they always wanted to go to Alaska. Und die wollten schon immer nach Alaska reisen. For 10 days, they were in Alaska, visiting with the children and traveling to the villages. 10 Tage lang waren sie in Alaska und haben alle die Kinder dort besucht und haben verschiedene Leute besucht dort auch in Alaska. God put on my heart a special prayer for them while they were there. Und während sie dort war, hat Gott mir ein besonderes Gebet aufs Herz gelegt. I prayed that God would put love in their hearts as the motive for their choices. Ich habe zu Gott gesagt, bitte Gott, gib ihnen Liebe als die Motivation für ihre Entscheidung, die sie treffen. It's not enough to obey because you're told to. Es ist nicht genug, einfach nur gehorsam zu sein, weil man dir sagt, du sollst gehorsam sein. It's not even enough to obey because it's right. Es ist noch nicht mal genug, gehorsam zu sein, auch wenn es richtig ist. God wants us to obey out of the motive of love for him and love for each other. Gott möchte, dass wir gehorsam sind aus Liebe zu ihm, aber auch aus Liebe, die wir untereinander haben. And I wanted my children to have that motive. Und ich wollte so gerne, dass meine Kinder diese Motivation haben für ihren Gehorsam. And I know God answered that prayer. Und ich weiß, dass Gott dieses Gebet beantwortet hat. Because in Matthew 7, Denn in Matthäus 7 it says, ask and you'll receive. steht, bittet, so wird euch gegeben. Matthäus 7,7. Seek and you'll find. Sucht und ihr werdet finden. Knock and it will be open to you. Klopft an und es wird euch aufgetan. And it says, you fathers know how to give good gifts to your Denn children. es steht, ihr Väter, ihr wisst ja, wie man Kindern gute Gaben gibt. If a son asks his father for a fish, for Wenn- bread, will he give him a stone? Wenn ein Kind seinen Vater um einen Fisch bittet, wird er ihm dann einen Stein geben? If we ask God for good things, will he give us something bad? Wenn wir Gott um etwas Gutes bitten, wird er uns dann was Schlechtes geben? No. Nein. We can know he would rather give us good gifts than we would to give our children good Wir können gifts. wissen, dass er uns viel lieber gute Gaben gibt, als ein menschlicher Vater seinen Kindern geben wird. Because he loves us. Denn er liebt uns. Yeah. They were supposed to arrive back home on a Monday afternoon into the LA airport. Sie sollten an einem Montagnachmittag in Los Angeles am Flughafen ankommen. I was home with our 2 younger children. Ich war daheim mit mit den anderen kleinen Kindern. My daughter was almost 9 and my youngest son was 7. Meine Tochter war beinahe 9 und mein Sohn war 7.
And every day we prayed for their safe return. Und jeden Tag haben wir darum gebetet, dass sie gesund wieder nach Hause kommen sollen. When our friend went to pick them up at the airport, they were not there. Und als ein Freund von uns zum Flughafen gefahren ist, um sie abzuholen, waren sie nicht dort. And I thought, if they missed their flight, they would have called me. Dann habe ich gesagt, also wenn sie den Flug verpasst hätten, dann hätten sie mich doch sicher angerufen. So I had to call to Alaska to our friends, Deswegen musste ich also in Alaska anrufen, habe meine Freunde angerufen. people who owned the small plane that they were flying in. Die Menschen, denen das Flugzeug gehörte, mit dem sie rumgeflogen sind. In Alaska, there's only 7,000 miles of roads, so everyone has to fly. In Alaska gibt es nur 7000 Meilen mit Straßen, deswegen muss jeder fliegen. So that's when I found out that the plane they were flying in had never arrived in Anchorage at the airport. Und dadurch habe ich dann erfahren, dass das Flugzeug, mit dem sie geflogen sind, niemals in Anchorage gelandet ist, von wo sie dann zurück in die Staaten fliegen sollten. But I knew they were okay. Aber ich wusste, alles war in Ordnung. There's many little airstrips in Alaska. Es gibt ganz viele kleine Flughäfen, genau. Mhm. My son took his How to Survive in Alaska book with him. Mein Sohn hatte sein Buch, wie man in Alaska überlebt, mitgenommen. And I knew God was not finished with the Sabbath project. Und ich wusste auch, dass Gott noch nicht dieses Sabbatprojekt beendet hatte. So we waited, there was no word. Wir haben also gewartet, es gab keine Nachricht. My children were outside playing when I got the news about the plane being missing. Meine Kinder haben draußen gespielt, als ich die Nachricht erhalten habe, dass sie nicht angekommen sind. I called them in and we knelt and prayed for our Ich habe sie also family. reingerufen ins Haus und haben uns hingekniet und zusammen gebetet als Familie. Yeah. That evening, before I went to bed, An dem Abend, bevor ich zu Bett gegangen bin, I asked God to talk to me. habe ich zu Gott gesagt, Gott, bitte sprich zu mir. Does God ever talk to you? Hat Gott jemals zu dir gesprochen? Every once in a while, God will lead me to words that I know are just what I need to hear from him. Ab und an schickt Gott mich zu Bibelversen, von denen ich weiß, dass ich sie für mich individuell, für meine Situation gebrauche. And he's taught me that he can talk to me through this word. Und er hat mir beigebracht, dass er zu mir durch dieses Wort sprechen kann. And I think God has a word in here for every need. Und ich glaube, Gott hat ein Wort in diesem Buch für jedes Bedürfnis. And we can find out who he is Und wir können auch herausfinden, wer er ist and who we are. und wer wir sind. And we can receive the answers from here. Und wir können die Antworten hier aus diesem Buch bekommen. So when I went to bed, I said, I believe everyone is okay. Also als ich zu Bett gegangen bin, habe ich gesagt, ich glaube, dass alles in Ordnung ist. But we don't know, so please talk to me. Aber wir wissen es ja nicht, habe ich zu Gott gesagt. Deswegen bitte sprich doch zu mir. I had been interested in the story of Job, Mich hat immer die Geschichte von Hiob interessiert. and I had been studying Job for a few months. Und ich hatte das Buch Hiob schon seit mehreren Monaten studiert. You know, Job had a lot of heartache. Also dieser Hiob, ne, der hatte ja ganz viele üble Erlebnisse. I had not had a lot of heartache. Ich hatte nicht so viele schlechte Erlebnisse. My life was quite easy. Im Vergleich dazu war mein Leben ganz leicht. But I wanted to understand. Aber ich wollte es einfach verstehen. So when I went to my Bible, God led me to a verse in Job. Und als ich dann zur Bibel gegangen bin, ne, ich habe ja Gott gesagt, Gott, was mache ich hier? Dann hat Gott sie zum Buch Hiob geführt. And the verse is in chapter 23, verse 10. Und er hat mich zu Hiob Kapitel 23, Vers 10 geführt. Go ahead and read it. Which one is this? 23:10. But he knows the, okay. Denn Hiob 23, Vers 10. Denn er kennt den Weg, der bei mir ist. Prüfte er mich, wie Gold ging ich hervor. And I wondered why God said that to me. Und ich habe mich gefragt, na, wieso sagt Gott mir denn das? Denn er kennt den Weg, der bei mir ist. Prüfte er mich, wie Gold ging ich hervor. And then I thought, God knows it's a trial to have to wait for news.
Und dann habe ich gedacht, na, Gott weiß, es ist eine Herausforderung, auf Nachrichten zu warten. It was the next afternoon Am nächsten Tag, am Nachmittag, when I had a phone call from the search and rescue. habe ich einen Telefonanruf bekommen von einer Rettungsmannschaft. The weather had been bad and they hadn't been able to be out the first day. Das Wetter war so schlecht gewesen, dass sie am ersten Tag nicht fliegen konnten, um zu untersuchen, was passiert ist. But they called and said, we've located the plane and we're going to send a helicopter. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben das Flugzeug gefunden und wir werden einen Helikopter dorthin schicken. My brother's a pilot and he had been keeping in touch with them. Mein Bruder ist ein Pilot und er hatte halt Kontakt mit ihnen. He said, I'm going to fly over to see you and be with you when you get the news. Und dann hat er gesagt, du, ich komme rüber, ich fliege rüber und ich werde bei dir sein, wenn du die Nachrichten bekommst. By now my house was full of people, Zu der Zeit war mein Haus schon ganz voll mit ganz vielen Menschen. friends, Freunde, my father, our mein pastor, Vater, unser Pastor. everyone waiting. Jeder wartete. My dad went to our little airport to pick my brother up about an hour later. Mein Vater ist dann zum Flughafen gefahren, um meinen Bruder abzuholen, eine Stunde später abzuholen. And when they got back to the house, my brother took me outside. Und als sie dann zurückgekommen sind, da hat mein Bruder mich nach draußen geführt. And my dad and brother wrapped their arms around me. Und mein Vater und mein Bruder haben mal die Arme um mich gelegt. And my brother said, there are no survivors. Und da sagte mein Bruder, es gibt keine Überlebenden. I didn't expect to hear that. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. I knew that God would keep Jim alive because he was working on an important project. Ich wusste doch, dass Gott ihn am Leben erhalten würde, denn er hat doch ein wichtiges Projekt gestartet. And I knew that God would never let me lose a child. Und ich wusste auch, dass Gott doch niemals zulassen würde, dass ich ein Kind verliere. There's a verse in 1 Corinthians that told me that. Es gibt einen Vers in 1. Korinther, der das sagt. 10:13. 10, Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13. Danke. Dankeschön. 1. Korinther 10, Vers 13. Da steht, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. I took that promise to mean that God knew I could not bear to lose a child. Und ich habe diese Verheißung mir zu Herz genommen, dass Gott wusste, dass ich nicht ohne Kind sein kann. So he wouldn't let me lose a child. Und deswegen würde er doch nicht zulassen, dass ich ein Kind verliere. But now it was 2 children. Aber jetzt war es nicht nur ein Kind, jetzt hatte ich 2 Kinder verloren. I don't know how long I was outside with my brother and my father. Ich weiß nicht, wie lange ich da draußen war mit meinem Bruder und mit meinem Vater. Someone said, "Come in, your children need you." Jemand sagte, du musst jetzt reinkommen, deine Kinder brauchen dich. When I walked in the door, my youngest son, who is 7, ran across the room. Und als ich reingekommen bin, ist mein 7-jähriger Sohn durchs Zimmer durchgelaufen. He said, "My daddy's dead, isn't he?" Er sagte, mein Vater ist tot, nicht wahr? You know, as a parent, your whole life is to protect your children from pain. Als Eltern benutzt du dein ganzes Leben, um dein Kind vor Schmerz zu bewahren. You don't want them to be damaged. Du möchtest nicht, dass sie Schaden nehmen. We feel our responsibility as parents, don't we? Wir fühlen unsere Verantwortung als Eltern, nicht wahr? And I had to admit to my child that his words were true. Und ich musste meinem Sohn recht geben, dass seine Worte wahr waren. And I could hardly bear to do it. Und es ist mir total schwer gefallen, das zu tun. It wouldn't have helped if I said no. Es hätte sowieso nichts geholfen, wenn ich gesagt hätte nein. Then both my children were on my lap. Dann waren beide meine Kinder saßen bei mir auf dem Schoß. And my daughter said, "What about Tony and Joey?" Und dann sagte meine Tochter, aber was mit Tony und Joey? Das waren ihre beiden Brüder. And I had to say that they also. Und dann musste ich sagen, die waren auch tot. And I felt like we were
this tiny spot of intense agony in this huge universe. Und ich kam mir vor, als ob wir dieser kleine Punkt von intensivem Schmerz waren in diesem riesigen Universum. Does God know? Weiß Gott das? Did he care? Kümmert er sich um mich, um uns? We're a speck. Wir sind doch nur ein Stückchen Staub. And then I had such a sense of God's presence. Aber dann hatte ich plötzlich so ein Bewusstsein von Gottes Gegenwart. I felt a peace in my heart that I knew did not come from me. Und ich habe plötzlich einen Frieden im Innern verspürt und ich wusste, dass dieser Frieden nicht von mir kam. And I had the sense that my loss was God's loss. Und plötzlich hatte ich so das Bewusstsein, dass mein Verlust der Verlust Gottes war. And our agony was God's agony. Und unser Schmerz, unser intensiver Schmerz war Gottes intensiver Schmerz. And even God wouldn't get to see my family until the resurrection. Und selbst Gott würde nicht unsere Familie sehen bis zur Auferstehung. Then my daughter said, Mom, I'm so glad you're not the kind of person that blames God for everything. Hat meine Tochter gesagt, oh Mama, ich bin so dankbar, dass du nicht so eine Mama bist, die Gott jetzt dafür anklagt. And I thought, does she feel God's presence too? Dann habe ich mich gefragt, fühlt sie auch Gottes Gegenwart? I felt like we weren't alone. Plötzlich, ich hatte den Eindruck, dass wir nicht alleine waren. My son, Mein Sohn on the other hand, was blaming God. hat Gott sehr angeklagt. He thought, if God loves me, he wouldn't let this happen to Er me. hat gesagt, also wenn Gott mich liebt, kann er doch sowas nicht zulassen. Or if God is as strong as he says he is, Oder wenn Gott so stark ist, wie er behauptet, dass er ist, he would have stopped it. dann hätte er doch so verhindert. We're all so different, aren't we? Wir sind alle so unterschiedlich, nicht wahr? And God understands all of our hearts. Und Gott versteht unser Herz. Alles in unserem Herzen. Then the next step is learning how to live this way. Und jetzt geht es halt darum, so zu leben. I had a friend talk to me a few days later. Einige Tage später hat ein Freund oder eine Freundin zu mir gesprochen. She had two sons the same age as my boys. Sie hatte 2 Söhne im gleichen Alter wie die von den Kindern, die gestorben sind. They grew up together. Die sind zusammen aufgewachsen. She said, if that happened to my boys, I wouldn't be sure that they were saved. Und sie sagte, also wenn das mit meinen Söhnen passiert wäre, weiß ich nicht, ob die eigentlich gerettet gewesen wären. Could I be sure that my boys were saved for eternity? War ich mir sicher, dass meine Söhne gerettet waren für die Ewigkeit? What do you think? Was denkst du? Can we be sure? Können wir uns sicher sein? We can be sure because of who God is. Wir können uns sicher sein, weil wir wissen, wer Gott ist. I read that promise in 1 Peter last night. Gestern Abend habe ich die Verheißung aus dem 1. Petrusbrief vorgelesen. 2 Peter, sorry. Entschuldigung, 2. Petrus. Not willing, God is not slack concerning his promise, Just not so willing that any should perish, but that all should come to repentance. Also Gott ist nicht, which was it? 3:9. 3:9, that's what I thought. Also 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. I wouldn't look at my children and say, I think they're safe to save. Also ich hatte mir nicht meine Kinder angeschaut und gesagt, die sind sicher, um sicher zu sein. But God has a different perspective than we have. Aber Gott hat eine andere Perspektive, als wir es haben. And he tells us that his arm is not too short to save. Und er sagt uns, sein Arm ist nicht zu kurz, um zu retten. Sometime before this, when my husband was traveling, Eine Zeit davor, während mein Ehemann auf Reise war, he had been gone for 6 weeks. war 6 Wochen unterwegs. It's too long. Das ist zu lange. And mom's home with 4 kids. Für eine Mutter mit 4 Kindern, puh. By the end of the week, I was so tired. Am Ende dieser 6 Wochen war ich so müde. And I was so discouraged with my children. Und ich war so mutlos mit meinen Kindern. They're so bad. Die haben sich so schlecht verhalten, die waren so böse.
I said, God, look at my children. Habe ich zu Gott gesagt, Gott, schau dir doch mal meine Kinder hier an. They're so bad. Die sind so böse. I can't save them. Ich kann sie doch nicht retten. I can't even save me. Ich kann doch nicht mal mich selber retten. I put them to bed early Ich habe sie früh zu Bett gebracht. on a Friday night. Es war ein Freitagabend. And I sat on the couch and cried. Und ich habe mich auf die Couch gesetzt und habe geheult. And I said, another time, I said, please talk to me. Und dann, das war wieder so ein Zeitpunkt, wo ich zu Gott gesagt habe, Gott, bitte, bitte sprich zu mir. Help me with my children. Hilf mir mit meinen Kindern. And he led me to some verses in the book of Isaiah, Und er hat mich zu einigen Versen in Jesaja gebracht. chapter 49, Jesaja 49, 24 and 25. Vers 24 und 25. Kann man einem Helden die Beute nehmen? Oder kann der Gefangene eines Gewaltigen entkommen? Ja, so spricht der Herr. Auch der Gefangene des Helden wird ihm genommen. Und die Beute des Gewaltigen wird entkommen. Wer dich angreift, den werde ich angreifen. Und deine Söhne werde ich retten. Could that have been more clear? Also könnte das deutlicher gesagt werden? God told me it's not my job to save my children. Gott hat mir gesagt, es ist nicht deine Aufgabe, deine Söhne zu retten. It's his job. Das ist seine Aufgabe. And he promised to do it. Und er hat versprochen, das zu tun. And I remind him of that Und ich erinnere Every ihn daran, day. jeden Tag. because I still have 2 children. Denn ich habe immer noch 2 Kinder. And I know that I will see my 2 older children again Und ich weiß, dass ich meine 2 älteren Söhne wiedersehen werde. because of God's promises. Wegen der Verheißung, die Gott mir gegeben hat. He gave me promises for me too. Er hat mir aber auch Verheißungen für mich gegeben. You know, Jesus said we have to learn to live on every word that comes from the mouth of God. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. And it's easier to do when you have great need. Und das ist ehrlich gesagt leichter, wenn man große Bedürfnisse hat. We don't like to be in need. Wir mögen es nicht, wenn wir, like to be in Bedürfnisse control. haben, in Not sind. Wir möchten gern die Kontrolle haben. But God allows us to be in great need Aber Gott erlaubt schwierige Situationen, because then we find out that He's faithful. weil wir dann herausfinden, dass er treu ist. I was in great need. Ich hatte eine große Not. Before that, I thought I have everything that counts. Davor dachte ich habe eigentlich alles, was wichtig ist. But now my 2 children have no father. Jetzt haben meine 2 Kinder keinen Vater mehr. I'm a single parent. Ich bin eine alleinerziehende Mutter And that can be very hard. und das kann sehr, sehr schwierig sein. But God promised in Isaiah 54, He said, Your maker is your husband. Aber Gott verspricht, dass in Jesaja 54, ich lese es mal vor, 54, Vers 54, Vers 5, da sagt Gott, guck mal eben, denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. You can read the whole Okay. verse, yeah. Denn dein Gemahl, also dein Ehemann ist dein Schöpfer, Herr der Herrscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Your maker is your husband and he's mighty. Dein Ehemann ist dein Schöpfer und er ist mächtig. There's a lot of comfort in that. Es gibt sehr viel Trost darin. And I told God, if you're my husband, I want to know you Dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du mein Ehemann bist, dann will ich dich kennen, like I would know a husband. wie ich meinen Ehemann kannte. So God has kept me in need every year since then. Und seitdem hat Gott mich jedes Jahr in Not zugelassen, weil ich dadurch festgestellt habe, dass er für mich sorgt. And I know things about God now that I wouldn't have known if I hadn't had such loss. Und jetzt weiß ich vieles über Gott, was ich nicht gewusst hätte, wenn ich nicht so einen Verlust erlebt hätte. You know, I talked about how we want to protect our children. Ich habe ja darüber gesprochen, wie wir so gerne unsere Kinder beschützen wollen. We want to give them the best childhood so that they can be successful adults. Wir möchten ihnen ja die beste Kindheit geben, damit sie erfolgreiche Erwachsene werden können. And I realized that now my children are damaged. Und jetzt wurde mir bewusst, meine Kinder sind geschädigt. I thought maybe God would protect them from being damaged.
Ich habe gedacht, vielleicht wird Gott sie davor beschützen, geschädigt zu werden durch das Erlebnis. But he didn't. Aber das hat er nicht gemacht. They're damaged by the loss. Die sind durch den Verlust geschädigt. They're damaged by the changes in our lives. Die sind durch die Veränderung in unserem Leben geschädigt. And I realized that we find out how good God is in our woundedness. Und dann ist mir bewusst geworden, dass wir eigentlich herausfinden, wie gut Gott ist in unserem Verwundetsein. It's in our damage that we see that we need him. Es ist, wenn wir verwundet sind, verletzt sind, dass uns bewusst wird, wie sehr wir ihn eigentlich brauchen. And it's in him helping us that we find out that he's faithful. Und wenn wir erleben, wie er uns hilft, stellen wir fest, dass er treu ist. And it's in our story of that other people can find out. Und in dieser Geschichte, die wir dann erzählen können, können andere Menschen davon erfahren. So then my prayer was, please bless our damage Dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, bitte segne unseren Schaden, and make something unsere good. Verletzung und verändere das in etwas Gutes. Long before that, when Joseph was a captive slave in Egypt, Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da gibt es einen Mann, der heißt Josef und der war ein Sklave in Ägypten. his brothers had sold him to slavery, Seine Brüder hatten ihn verkauft, die haben ihn zu einem Sklaven gemacht. and eventually he came out of slavery and was made the ruler of Egypt. Und letztendlich ist er aus dem Gefängnis rausgekommen und ist dann der Herrscher über Ägypten geworden. He told his brothers, what you intended for evil, God intended for good. Und dann hat er gesagt, was ihr beabsichtigt habt, um mir Schaden zuzufügen, hat Gott verändert, um euch Gutes zu tun. And I believe that's the way God works, Und ich glaube, dass es so ist, wie Gott handelt. that he takes what the devil intends for evil, Dass er das nimmt, was der Satan eigentlich beabsichtigt, uns zu schaden, and he makes something good of it. und er verändert das in etwas Gutes. And we can always look to see what God is doing, Und wir können immer schauen, um zu sehen, was Gott tut. no matter how bad it looks. Egal, wie schrecklich das aussieht. No, God did amazing things in our lives. Gott hat wirklich erstaunliche Dinge in unserem Leben getan. God took Jim's project and finished it. Gott hat das Projekt, das Jim gestartet hat, übernommen und es beendet. He sent the $1 million Er hat die $1.000.000 geschickt. and more. Sogar mehr. How many of you have seen the Seventh Day series? Do you know? Gibt es einige von euch, die die Serie Der 7. Tag schon mal gesehen haben? Partly. Some, yeah. A few. Do you have it here at Wenige. your church? One member in the church has it, yeah. So, after years of research, Also nach vielen Jahren des Forschens God sent the producers to work with me. hat Gott den Produzenten geschickt, der dieses Projekt in eine praktische Form verändern konnte. Also dass daraus eine Serie geworden ist. And it's Schwierig gesagt, been Entschuldigung. translated, I think, into 25 Und languages es now. ist inzwischen in 25 Sprachen übersetzt worden. And it shows the stories of how God worked. Und es zeigt Geschichten, wie Gott wirkt. My children grew up, Meine Kinder sind groß geworden. and my daughter is a missionary now, Meine Tochter ist ein Missionar. and my son still isn't. Und mein Sohn ist immer noch kein Christ. But God is not done. Aber Gott ist noch nicht fertig. He said, I will save your children. Er hat mir versprochen, ich werde deine Kinder retten. And I believe that Und word. das glaube ich. Ich glaube diesem Wort. And I pray for my son. Und ich bete für meinen Sohn. And I'm watching to see what God will do. Und ich schaue mir an, was Gott tun wird. We can know that God's working even if we don't see it, right? Wir können wissen, dass Gott arbeitet, selbst wenn wir nichts sehen, richtig? Because he says so. Weil er es gesagt hat. And we can trust his word. Und wir können seinem Wort vertrauen. Gott lügt nicht. And we can thank God for the hard times, Und wir können Gott für die schwierigen Zeiten danken. even though we don't like them. Auch wenn wir sie nicht mögen. Because we can find out how good he is Denn dann können wir herausfinden, wie gut er eigentlich ist. and how strong he is Und wie stark und mächtig er ist. and how faithful he is. Und wie treu er ist. And we can find out that he really, truly does love me and you. Und dann finden wir heraus, dass er wirklich dich und mich individuell liebt. Thank you. Amen.